Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zur 6. Folge Killer Frequency. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Wir machen weiter und dann geht's ab dafür. So, wir müssen in den Keller. Hey! In den Mod-Keller. Locked tight. I'm not getting in there tonight. Okay, dann nehmen wir die Mausefalle jetzt mit runter. Ich weiß zwar nicht, ob es was bringt, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass der Killer da vorne durch die Tür kommt. Ich hasse diesen Raum hier. Genau, hier war die Küche. Hier waren Putzutensilien. Exit. I need a key to get in there. Da kommen wir auch nicht That's rein. not opening. Da kommen wir auch nicht rein. Du und deine Mausefallen. Wenn man die schon findet, vielleicht gibt es dafür ja irgendwas, wenn man die alle vor der Tür lagert. Die fällt instant zu. Chat. Wir haben ein Problem. Und das letzte Mal, wo wir durch die andere Tür gegangen sind, stand da der Killer vor uns. Komm da nicht rein. Ach du Scheiße. Oh nein. You know, I hope she'll be happy when I'm brutally murdered by the whistling man. Out here. In the open. Alone. Okay. Wir müssen jetzt mal wirklich kurz Real Talk machen, ne? Wir haben uns gerade ausgesperrt und der Typ hat nichts Besseres zu tun, als das durch die ganze Stadt zu brüllen. Brüll doch los, dass du alleine bist. Ich bleib diesmal nur eine Woche, warte, das Captain mit Crew von meiner Segeljagd in Indonesien herkommt, da geht's Richtung Dubai. Oh mein Gott, das hört sich richtig gut an. Oh Gottes Willen. Svenja, sei mir bitte nicht böse. Wenn wir Just Chatting machen, können wir über solche Sachen gerne reden, aber gerade wenn ich dann in der YouTube-Aufnahme bin und dann Spiel und so, versuche ich mich da drauf. Oh Gott. So, dann wollen wir diese blöde Schallplatte finden und hoffen, dass wir hier wieder reinkommen. Kommt man hier rein? Ich habe so ein... Ihr habt es da auch gesehen, oder? Nö,
Nein. Nein. Of course. It locks behind me. And of course the key doesn't work on this side. Fantastic. Maybe there's another way back in through the basement. A door, elevator, or something. Peggy, mach die Tür auf! Alright. Which window would she have thrown it out of? Here it is. Long ride home. Kennt ihr Welcome to the Game 2? Ich habe gerade das Bedürfnis, mich irgendwo in einen Nebenschrank zu verstecken. Aus Angst, dass der Whistling Man hier jetzt durchkommt und... Oh, guck mal. Wir haben eine neue Mausefalle gefunden. Was ist das? Sicherung. And that's broken too. Only the best for K-Fam. Let's see if I can fix this. Looks like a power issue. I should check the fuse box. Ich habe Angst. Looks like I'm gonna have to hunt around for some new fuses. Okay. 70. Das ist eine A30. Ich gehe mal davon aus, dass die Zahlen 70 entgeben sollen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier 25 drin. Das ist nicht witzig. Es ist nicht witzig. Ganz und gar nicht. So, sind 50, sind 55. Das bedeutet, wir brauchen jetzt noch eine mit 15. Das ist eine 5er. Shepper. Mhm. Oh mein Gott. Ich habe eine Mausefalle und ich habe keine Angst, sie zu benutzen. Irgendwas drin? Wenn bei dir im Real Life jemand nur einen leise Anstecken Boom macht, der hängt so unter der... Ja. Ja. Das ist auch nur eine 5er. Ich bin unglaublich schreckhaft. Weshalb man bei mir hier eigentlich mehr so Aufbau-Survival-Spiele sieht. Also selbst bei Minecraft
sitze ich regelmäßig unter der Decke. Irgendein Geräusch, was von hinten nicht richtig ist und Jessica springt erstmal vom Stuhl. Das ist so. Das bin ich. Da ist eine 15er. Gut. Da wäre eine Tür. Irgendwas passiert doch gleich, wenn ich das zusammenfüge, oder? Bingo! Lass mich rein! Errungenschaft freigeschaltet. Oh. I could probably survive that fall. So, ich hätte gern die Türen zugemacht. Ja, klar. Kein Problem. Lass die Türen auf. Easy. Hallo? Doch nicht, ich kann mich in Schränken verstecken. Looks like the janitor's closet. What did Peggy say his name was? Clive? Oh oh. Chat, ihr seht's auch, oder? What the hell? Peggy is not gonna believe this. Holy fuck. Man zeigt nicht mit dem Finger auf angezogene Menschen. Wieso zeigst du nach oben? Zeigst du nach oben? Oh mein Gott. Mach alles wieder zu! Und nimm nichts mit! Former Gallows High football captain Chuck Brody suffered a career-ending injury as a victim of the festival disaster at least last year. Former Gallows High football captain Chuck Brody suffered a career-ending a victim of a festival disaster. To help him on this road to recovery, we are buying him some lottery tickets. Da ist kein Eimer. Um Chuck Brody zu unterstützen, Peace. Wenn das mal nicht Clickbait ist. Heath Walker, Science Club, Class 69. Mary Campbell, Drama and Theatre Club. Stanley King, Creative Writing Club. Chuck Brody, Athletic.
World Food Club. Car Club. Und Jessie hat es bei fast nur noch die Tena Lady gewechselt. Ja. Ja. Oh. Wie voll die Geschäfte heute alle waren. Ist denn irgendwas Besonderes jetzt? Nee, oder? Festival of Disaster. Big wheel breaks free. 15 injured. Who is to blame? Harvest Festival closed early this year after all tragedy struck only hours after opening. The big wheel broke free from its support and rolled through town. Oh mein Gott, es ist ein Riesenrad, hat sich quasi gelöst und dabei ist der Chuck Brody verletzt worden. Local Dr. K. Walker recommends all locals get their flu shot. Local Dr. K. Walker. Okay. K. Walker könnte Kim Walker sein. Du sollst doch nichts as soon as possible. Danke. Ich muss mir das ja angucken. Gallows Creek Power Station has 20 new staff in record. Ja. Express students from staff search. We would like to celebrate the marriage of Ken Walker and Peter Stein on the 30th May. Best wishes to the happy couple. Was hat das damit zu? The 2-year investigation into a festival accident has concluded. Blame to engineer that we are contracted. Das Problem ist halt, Chat, ne? Wir gucken uns das jetzt alles an. Ich krieg mir das doch nicht gemerkt. Ich krieg es mir doch nicht gemerkt bis oben. Trailer for sale. I'm sick of being a local celebrity. People are so mean to me. I only stole a few cars. Who cares? No, ja, klar. Wenn du mir mein Auto klaust, dann bist du für mich auch unten durch. Selling my trailer and leaving town as soon as possible. I just want to get out of here. Please buy it. Das könnte sein, dass das hier der Chuck Brody ist. Do you care about health and safety? Good, then come on down on the yearly convention. Ja, schon durch die Tür, du vergisst das schon durch die Tür durch. Was? Was, Pina? Du vergisst das schon durch die Tür durch. Ja. Nein. Bis oben. Bina, hat dir schon jemand gesagt, dass du heute wieder echt gut aussiehst? Bies, du versuchst dich gerade einzuschleimen. Is your car safe? Sheriff Matthews warned suspicious behavior after multiple car thefts.
Hier. Car thefts. Wait. Das dahin und das passt zusammen. Beep, beep, lookout, tragedy. Das Beep, beep ist ja auch schwierig. Oha, welches habe ich denn heute an? Das eine mit dem Ausschnitt, da würde ich die Arme durchstellen lassen. Oh je. Das macht es nicht besser, Beast, glaube ich. So. Da ist ein Bus in einen Fuel-Tank gerast. Gas station bought. Business has been sold to a man who won the lottery 14 years ago. Das bedeutet, hier der Chuck Brody. War das Chuck Brody? Wartet. To help Chuck Brody, doch. Klar. Zack. Zack. Er hat eine Tankstelle gekauft von dem Gewinn. Local legend takes to Manhattan. And famous author of tell-all book Diary of a Car Thief moves out of Gallows Creek for a new life in a big city. She stole our car, then she stole our time and money. Okay, also ist es eine sie, die die Sachen stiehlt? Kann man hier irgendwas noch drauf erkennen? Nein, ich wollte nicht schleiern, ich wollte so tun, als würde ich stalken. So, du schaust mir also in den Ausschnitt. Jetzt geht's los, Chat. Police have today finally put an end to a long-running car-thieving crime syndicate. The arrests were made after a member gave up information on their conspirations. Will be here after to RA as walked free with no RA? Rebecca Allen. Hat Sachen geklaut. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch Ann Williams. Hospital. Gas station. Trailer Park. Health Convention könnte halt auch zu einem Hospital sein. Und Schlüssel. There's a key. I'll just take that. Might be important. Okay, hier ist weiter nichts. Na, zu. Dieses Ticken von dem Sekundenzeiger, ne? Das macht mich
dezent nervös. Wir nehmen den Kopf mit. Kannst du den Arm wieder anbringen? Welchen Arm? Ich kann ihn da so drauflegen. Ich habe gerade eben Daves Lied gehört. Welches von den dreien, die er reingeschickt hat. Den nehme ich mit. Wie schmeiße ich den Killer entgegen? Wunderhübsch, ja, oder? Ich habe einen Kopf und ich habe keine Angst, ihn zu benutzen. Außerdem habe ich eine Mausefalle. I wonder how the show's going. Kommen wir nicht rein? Hier ist nichts Besonderes. Eben Dave fragen, ob er mich heiraten will. Oh Gott, Chat, wir speichern. Der Ordner stand vorhin noch dort. I don't like this. Hat mir nicht gesagt, dass du nichts mitnehmen sollst. Ich habe eine neue Mausefalle. Ich habe Angst, dass er hier tatsächlich irgendwann an meiner Tür steht. Ich schaue es mir gleich ein. Begrüßungsgeschenke. Hier, Chat, wir gehen erstmal auf Klo. So, aber wenn man die Tür öffnet, werden die von der Tür nicht dahinter geschoben. Biest, das wollte ich jetzt gar nicht hören. Vielleicht ist es eine Schiebetür. Vielleicht bricht er die Tür ja auch einfach auf und lässt die Tür aber quasi zu. Isn't that such a good song, folks? And now for... Jesus, Forrest, you've been gone for ages. I thought something had happened. Something did happen. Clive, the janitor, might be Clive, the murderer. What? I'll start from the beginning. The fire door locked behind me. Oh mein Gott. Why did you heave that thing all the way up here? Because the basement's creepy as hell, and I don't like standing around down there. Fair. Alright, let's run through this again. We have a creepy board you found in a creepy basement, made by our creepy janitor, who you think is the creepy whistling man. Yep. And on the creepy board are the names Chuck Brody, Kim Walker, Rebecca Allen, and Aunt Williams. Correct. And you think one of these people will be the whistling man's, Clive's, next target. That's right. And we've got to find him. You said there are 4 locations listed there too? The hospital, the power station, the gas station, and the trailer park.
Clive must think the target is at one of those locations. Forrest, you're gonna have to figure out if any of the potential targets are at one of these locations tonight. Hit the button if you need any help. Ja, das mache ich gleich. Chat, wie war nochmal werfen? Wisst ihr das? Schade, geht nicht. Doch, man kann Sachen werfen. Ich habe gerade nur die Taste dafür wieder mal nicht. R. Mit R. Der fliegt nicht weit. R, oder? So, wir stellen ihn hier hin. So. How's it going? Ich könnte Hilfe gebrauchen. It's not going well. I could use some Ich habe help. eventuell nicht aufgepasst. Okay, let's review the basics. We need to work out who the next target is. There's 4 locations, right? And 4 people. We need to figure out if anyone is at any of the 4 locations tonight. And if they are, we can call them and warn them. There must be some connections between the notes. That makes sense. Great. Need any more help? Yes, please. Sure. I think you should be methodical with this. Try grouping the notes by who they're about. You could also have a look at the dates and make a timeline. Maybe that will help rule out potential targets first. Got it. Thanks, Peggy. No problem. Gut, dann wollen wir mal gucken. Chat, ihr seid jetzt gefragt. Schon mal daran gedacht, dass Peggy nur eine Attrappe ist und vielleicht der Killer ist? Das habe ich tatsächlich, wo ich das bei einer Schuja gesehen habe, auch gedacht. Aber die bewegt sich tatsächlich. Das haben wir jetzt schon gesehen bei uns. So. Chuck Brody war das und die Gas Station. So. Ich habe das so schön da unten sortiert, ne? Kim Walker. Power Station. Gas Station. Das ist Power Station. Police have today put an end to a long... Genau, das war die Rebecca Allen. The 2-year investigation into the festival accident has concluded. 2 engineers that were contracted from the local power station. Lead engineer Ant Williams and junior engineer Sean Everett. Ant Williams, power station. Tragedy struck Gallows Creek yesterday afternoon after a bus failed and crashed into a fuel tanker. The deceased have been identified as Gallows Creek locals. Rod, Stein, Mr. P. Stein, Miss K. Stein, Mildred.
Local Dr. K. Walker. Warte mal, war die Walker nicht die, die wir eigentlich... We would like to celebrate the marriage of Kim Walker and Peter Stein. Das heißt, Kim Walker ist tot. Weil... Mr. P. Stein und Mrs. K. Stein. Okay. Sie ist tot. Und das würde zum Hospital gehören. Local legend takes to Manhattan. Genau. Die Rebecca Allen ist weg. Gas station brought local X lottery. Das ist hier das. Das gehört hier mit hin. Genau, das war hier die gestohlenen Sachen. Do you care about health and safety? Ich drücke immer die falschen Knöpfe. Es tut mir leid. Genau, also die ist raus, weil sie tot ist. Die ist nach Manhattan. Da gehört der Trailerpark mit zu. So. Gallows Creek hires 2012 from which students from Gallows Creek High. The true accident has concluded to engineers. Okay. Also, die beiden fallen raus, weil die sind nicht mehr da. Sie ist gestorben und sie ist nach Manhattan ausgewandert. Jetzt hätten wir Ant Williams an der Power Station. Wo ist denn die Power Station? A peaceful place to rest your bones. Ja, das stimmt momentan mehr, als man zugeben möchte. Hier ist der Whistling Point. Hier ist die Train Station. Wir haben sehr viele Informationen über Chuck Brody und nur sehr wenig über Ant Williams.
Ich würde sagen, Chuck Brody an der Gas Station. How's it going? I'm ready. I'm ready, Peggy. Are you sure? We've Nein. only got one shot at this. Actually, give me a bit longer. Oh nein, jetzt habe ich mich verdrückt. How's So, it komm. going? I'm Ready. Peggy. Are you sure? We've only got one shot at this. Legen I'm wir los. sure. Let's do this. Okay, name first. Who do you think the target is? Chuck Chuck Brody. Brody. And where will I find them? In der The gas Tankstelle. station. Okay, I'm dialing. One moment. Oh, bitte. Hello? Chuck Brody! Listen, I know this sounds crazy, but we have reason to believe the Whistling Man is coming for you. You need to get yourself and everyone else out right now. The Whistling Man? Who the hell are you? Who is this? This is Forrest Nash. Listen, the Whistling Man's back. We found a list with your name on it, and Oh God. It's today. The year I finally let myself forget. Hm? forget. Forget what? Forget. No, man. I gotta get out of here. I think he ran off. Well, fingers crossed that Chuck... Jesus! It sounds like something blew up. He's using bombs now? Is Chuck? I don't know. Hang on, we're getting a call. Hello? Chuck? Explosive Flucht. Chuck! Forrest. Errungenschaft. Oh The Gott. whole goddamn gas station's gone up. Oh mein Gott. Is anyone hurt? I don't think so. I got everyone to follow me out. The town's only ambulance was blown to hell, though. Yeah. Damn it, that fireball threw me. I've got to get to the hospital. I'm not feeling great. Forrest, man, I can't thank you enough, but... Yeah, I gotta go. Wait, Damn it. We lost him. What was that about today? Oh, Forrest, the call board is lighting up. Get us into some music while I deal with this. Here's some music while we regroup here on KFAM 189.16, The Stream. Okay. Ich glaube, wir haben es gerettet. There's gotta be more in the basement to show us who Clive is targeting. And if that's the case, we can get ahead of him. Stop the killings before they can happen. Forrest, we need to go back down. By we, you mean me, right? Yep. Like I said, I need to handle all these calls. Maybe start with that creepy mannequin room you mentioned before. I still have a lot of questions about those, by the way. Oh Me nein, too. ich will da nicht runter. Play a record, Forrest. Ich will da nicht runter. Ich war da doch schon rum. Mhm. Jetzt habt ihr nicht so, geh da runter. Ich will das nicht. Locked tight. Ich will da nicht runter, Biene. Schwarze Mann ist im Keller, bestimmt. Er stand da doch schon in der Ecke. Hab dich nicht so. Needs a key. Wir werden alle sterben. Wir werden alle...
Wo ist deine Mausefalle, hä? Nein, ich lasse die Mausefallen jetzt da oben. Vielleicht finden wir neue Mausefallen. Nimm Feuerlöscher. Vielleicht tut sie auch nur durchs Mikro und bewegen, naja, Fäden oder so. Wieso speicherst du? Der Arm liegt noch da, wo ich ihn hebe. A key? Was this always here? I must have missed it when I brought everything upstairs. Da ist wie so ein Plan hinter, Chat. Ich will das anpassen. Alles eine Möglichkeit. Mhm. Vielleicht hat Beast ja doch recht. Oh Leute, dann müsste ich ja die ganze Zeit... Aber dann ist sie nicht alleine. Oder? Oh mein Gott. Der Keller könnte definitiv mal renoviert werden. Hey, Forrest! Peggy, give me some warning before yelling down the intercom? Sorry. Buzz the intercom when you find something and want to discuss it. Ich bringe diese Frau um. Peggy, I've found a tape and a map down here. A map of what? Looks like it might be to somewhere in this storage area. Weird. Well, maybe the tape will give us more information. Give it a play. George Barrow, 1968. That's when this all began for me. Follow the maps, find the tapes. I'll be waiting. Wait, George Barrow? We all heard that he drowned after a night out drinking. Was it actually Clive? Has Clive really been the whistling man for that long? He says I need to follow the maps and find the tapes. I guess that's what this map is about. I think we need to see what else is hidden down here. Be careful, Forrest. Keep looking. Buzz the intercom when you found something. Okay. Ist hier noch irgendwo was? Das sieht nicht danach aus. Na, komm, geh auf. Nein. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of death is asphyxiation from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death... Wait, what? Nochmal. Time of autopsy is 7 a.m. Cause of Erstickung death durch is asphyxiation Ertrinken. from drowning. The degree of rigor mortis indicates that the subject has been deceased for 5 hours. That puts the time of death... Ja.
Das wäre super, wenn ihr jetzt so ein bisschen mitschreiben könntet, weil mein Englisch ist nämlich unglaublich schlecht. Und es könnte jetzt sein, dass ich bestimmte Sachen einfach zweimal abhöre. Delivery Note. 2. September. Edgekins. Mark Raleigh Street, Thornside Road, Romeo Street, Carpenter Avenue, Mason Street. Ich muss in 10 Minuten los. Schlechtes Timing, Biene. Nein, alles gut. Ich krieg das schon hin. Was ist das? System Overview, Keypad, Infos, Battery Hatch, Access Code. Okay. Das kriegen wir hier nicht auf. Lass das nach. Small lacerations to Kleine arms, Schlüpfen. legs, and face, typically obtained by running through foliage. Severe blistering to the feet, as though the deceased had been running without stopping. Das hört sich eher danach an, als wenn er weggelaufen ist. This looks useful. Sheriff J. Matthews, der Sheriff, der umgebracht wurde. At 4 a.m. a call was received from a jogger, Miss Sandra Sharp, reporting that a body had been found washed up in the reservoir. I drove out. Das soll noch ein Buch sein, oder? Ja. Biene sagt, du hast Bauchweh und tierischen Durchfall. Genau. Du kommst, wenn der Durchfall weg ist, aka der Stream aus ist. Ist das Regal? Was ist das? Preliminary toxicology results shows no signs of Keine inebriation. Anzeichen von Trunkenheit. Keine Anzeichen von Trunkenheit. Das bedeutet, es hieß ja, er ist ertrunken, weil er betrunken war. Aber jetzt heißt es gerade, der toxikologische Bericht hat kein Alkohol im Körper gefunden. Moinsen, dann erhebe ich mir meinen Luxuskörper mal aus dem Bett, mache einen Kaffee und gehe an den PC. Dave, schön, dass du da bist. Dann kann ich gleich versuchen, Biene zu helfen und versuchen zu helfen, um Biene abzulösen. Mein Gott. Dass er nicht besoffen war, ja. Dave, Ufo? Keine Schlüpfer durch den Chat. Beast. Erst nachfragen, ob derjenige das überhaupt möchte. Wie schnell wurde die Leiche gefunden? Wenn der Autopsiebericht sagt, um 2 Uhr wäre der Todeszeitpunkt, um 4 Uhr wurde angerufen und um 7 wurde autopsiert, dann wären 2 Stunden dazwischen. Bin auch da. Ich dachte, du wärst im Lurk, mein Schatz. Bis gleich, Dave. However, a high amount of cortisol was found, indicating elevated levels of stress in the immediate moments before death.
Was wiederum dazu passen würde, dass er halt vor irgendetwas weggelaufen ist. Hast du Tokyo Hotel gefragt, ob du denen ein Kuscheltier zuwerfen durftest? Das tut hier jetzt nichts zur Sache, Biest. Schrank mit Ventilator. Schrank mit Ventilator. Schrank mit Ventilator. Nur Schrank. Ich hätte gerne Taschenlampe. Betty, bist du hier? Betty, ich meinte das vorhin nicht so. Du brauchst mich bitte nicht angreifen. Schrank mit Ventilator. Additionally, there appears to be a post-mortem injury to the arm. It looks like it was trapped in a car door. Okay, wartet. Postmortale Verletzung bedeutet ja wiederum, dass die Leiche weggebracht wurde. Also sie ist ertrunken. Dann wurde sie ins Auto geschafft. Da wurde meinetwegen nicht schnell genug, also nicht aufgepasst. Und dann war der Arm in der Autotür eingeklemmt. Ihr habt das auch gehört, oder, Chat? Ihr habt das auch gehört, oder? Ich kann nichts machen. Mausefalle! Ich habe eine Mausefalle gefunden. This has to be important. I'm sorry I made you do this, Virginia. The deceased is a Caucasian male, age 18. The cause of death is establishment to be drowning as shown by the signs of Abrasionen wurden gefunden an den likely from getting into fights in the past. Knuckles könnten die Fingerknöchel sein. Matches with known history of deceased being aggressive. No others injuries were observed, and from the coroner's opinion, there's no evidence of foul play. Additionally, the high level of alcohol in their blood. Okay, das ist ein anderer Bericht. Oder ist es der gleiche Bericht gefälscht? Zweiter September ist es wieder. 68. It is the coroner's opinion that they went swimming while intoxicated. Sie haben den toxikologischen Bericht gefälscht. It is the coroner's opinion that the subject likely feared for his life and was chased, resulting in a fall from a height into a body of water, where he hit his head, was knocked out, and drowned. Following that, he was moved. Dr. Sullivan, we need to have a talk. Is that recorded? Shut it off. Genau, hier wurde die Leiche 21 Uhr gefunden. Auf dem Bericht heißt es aber auch, dass die Leiche betrunken gewesen sein sollte. Wir haben es ja aber gerade gehört, dass die Leiche nicht betrunken gewesen ist. Jetzt haben wir gerade gehört, dass ein Sprecher noch mit reingekommen ist bei dem Autopsiebericht. If you're listening to this, then I'm probably dead.
What the... I'm a man who likes to stay informed. I've got subscriptions to newspapers all over the country. A few weeks ago, I noticed headlines cropping up in those papers, one after the other. Each headline about a murder. Each murder, the death of someone I know. Biene, das wird schwierig. Das fühlt sich gerade so spannend an. Biene, ich wünsche dir einen entspannten Tag auf Arbeit. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Sonst musst du das VOD gucken oder warten, bis es auf YouTube kommt. Danke. Ich wünsche dir einen entspannten Tag und reiß allen, die dir irgendwie im Weg stehen, den Kopf ab. Bam, bam, badadadam, dadadadadam. Cory so fun, Dankeschön für dein Follow und herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. So, wir müssen es nochmal anhören, ich habe nämlich nicht aufgepasst. Almost 20 years ago. Warte, nochmal. And each one drawing closer to Gallows Creek, drawing closer to the anniversary. None of us are innocent, but I don't think we deserve killing. All I hope now is that I can save some folk from the worst that I can. I don't know. Do something to make up for what I did back then, I guess. I didn't kill anyone, mind you, but that's past mattering. Now, there's more I could say, that I should say, but my employer made it clear that my family would pay a high price if I ever spoke out. So, hopefully I've said enough for you, listener, whoever the hell you are, to start putting the truth together. What the hell? Peggy is not gonna believe this. Okay. Ich werde mich im Kabelraum zurückziehen und elektrische Prüfungen durchführen. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass die Zeit schnell vorbeigeht, Biene. Danke, dass du da warst und danke für deine Arbeit heute. Okay, also Clive ist es nicht. Zumindest war er nicht derjenige, der die Leute umgebracht hat. Er wusste über die Sachen Bescheid und hat Stillschweigen gewahrt. Das ist jetzt das, was ich daraus gehört habe. Humpty Dumpty, Storytelling, Tragedy and Betrayal. Dallas Creek High. Hier noch irgendwas drin? Ooh, a new vinyl for my collection. Komplette Diskografie, Errungenschaft freigeschaltet. Yay! Das heißt, wir haben alle Discs gefunden, das ist doch schon mal gut. Kann ich hier noch irgendwas aufmachen? Nein. Bin wieder wach und angenehmer. Bibi, Benny, schön, dass du wieder da bist. Wir haben einen Stift. So. Genau, das haben wir alles gehört. Ich habe so ein bisschen Angst. Warte mal. Morgen Nummer 2. Vielleicht 1 bis 1,5 Stunden. Hatten wir das? Ja, das war das mit dem Autopsiebericht. Das haben wir gehabt.
mag es nicht, dass es hier flackert und so dunkel ist zwischenzeitlich. What have you found, Forrest? It's an autopsy tape. Doesn't say for who, but I think it must be for George. Poor George. He was so young. Something's bugging me, Peggy. What do you mean? I swear I recognize the voice of the woman talking on the tape. I just can't place it. Seriously? Do you think you've met her before? I don't know. I mean, I just got here recently. I don't know. Found another tape. It talks more about how George died. What did it say? It sounds like he was running for his life. Sprinting through trees and bushes, getting cut up all over. What would drive someone to do that? I'm not sure yet. There's also a tape about a toxicology report. There were no signs of drinking or that he was on anything. What? But everyone said he went swimming drunk and drowned. It was in the newspaper and everything. I found a written autopsy report. What does it say? According to that, it's just like you said at the start. George drowned after getting drunk. Said he liked to fight, too. But that contradicts the tape. I know. And I think I know why. There's a note with the report that says, "I'm sorry I made you do this, Virginia." If it was on the autopsy report, then Virginia must be our coroner. Wait, the caller from earlier, when we had to call the takeout restaurants, wasn't her name Virginia? If only she had made it. Then we might have learned more about what's going on. It's Oh okay. nein! We did what we could. The takeout idea was a long shot as it was. I found a tape that introduces a new detail to the story. Post-mortem injury. Apparently, his arm got caught in a car door. A car door? Yeah, after he died. How do you suppose they can tell? How can they tell? I'm a radio producer, not a coroner. The written report I found doesn't mention it at all. How did his arm get trapped in a car door after he died? Unless he got it when the police collected his body? I guess someone else must have moved him, after he was dead, to where he was eventually found. But the report, what is going on here? I found a police report. Mentions a friend from earlier, Sandra Sharp. Sandra. The jazz runner? That's right. She found George's body washed up at the reservoir. The reservoir? Yeah? What's strange about that? George got cuts from running through foliage, right? But there's no forest around there. Also, how did it wash up at the reservoir? What do you mean? Reservoirs don't have tides. But that's what the police report said. It's not possible, though. I did a school project on reservoirs and got an A. But, yeah, not important right now. The important thing is that it doesn't make sense. What are you suggesting then? That the body was originally found somewhere other than what the report suggests? That the sheriff tried to cover it up, but accidentally let something slip? Something like that. I think. Well, Sheriff Matthews wrote the report. If he hadn't been eviscerated, we could have asked him. True. But Sandra is still alive. Once we're done down here, we should give her a call. In another tape, the coroner comes to the same conclusion as I did. George was running from something. Maybe an animal? Maybe, but then there's this next bit, where the coroner thinks he was moved post-death. So she agrees with us. At the end of the tape, someone burst in and demanded Virginia stop recording. I think it was Clive. This is starting to make sense now. This is a conspiracy to cover up what happened to George. I think I found Clive's last recording. I think Clive might be gone. Gone? I found a confession. Not for any killings, but for playing a part in covering up George's death. He left this behind in case he died. He hoped someone would find it. Do you think the whistling man already got him? Possibly. We've had a lot of callers tonight, but maybe not every victim made it to the phone, you know?
we don't know how many there really are. Christ, Forrest, that's dark. Oh Gott. I know, but Clive said he had read about other murders in other towns, and that the murders were all folks who knew about the incident. And the killings were getting closer to Gallows Creek. He said he wanted to do something good for once. The board in his office. He wasn't tracking people down to kill them. He was tracking them down to save them. Ugh, why didn't he just come out with all of this? He said his employer threatened his family if he spoke out about any of it. His employer? The one who orchestrated the cover-up? Oh, Clive. I'm sorry for thinking you'd killed all those people. Do you think you found everything? I think so. Forrest, what's going on here? Someone wanted that boy's death to seem like an accident. And they hired Clive to make it look that way. Come back upstairs when you're ready. We need to figure out our next step. Aus dem Grab heraus, Errungenschaft freigeschaltet. Thank God you're back, Forrest. I've been running out of stuff to pad our airtime with. Peggy, you work in radio. Forrest, I'm stressed. I mean, really. How are we supposed to keep a show going with all this happening? Das This ist is unsere our job, Aufgabe. Peggy. We gotta do it. You're right. So, what's the plan now? Well, we know Sandra was involved in George's death. Do you want to call her? I do. All right, but before we go asking questions, I think we should know what we want to ask. Is that fair? Yeah, we need to ask her about finding the body. She was the one who discovered it, but something just doesn't add up. 100%. She knows more than she's saying. I wonder what she's hiding. We'll hopefully find out soon. Anyway, just be careful when you're talking to her. Don't push too hard. We don't want her to hang up. I'll be careful. All right, calling her now. Hopefully she's at her jazz studio. Oh, hoffentlich bringen wir nicht den Whistling-Man jetzt zu ihr. Aha! Forrest, you're through. Hello, this is Sandra at Jazz Pizzazz Jazz Studio. Who is this? Hello again, Sandra! It's Forrest Nash of 189.16, The Stream. And you're live on air. Oh, I always thought folks called into a radio show, not the other way around. How jazzy. What can I do for you? Well, we're trying to understand what's behind the attacks tonight. We had a few questions. Why, Forrest, of course. Heck, after the way you saved my life, I'd say yes to just about anything you asked. Really? Well, that sounds nice. I might just call you back tomorrow then, too. You got my number. Wow. But what about tonight? Is there anything you want to talk about right now? Remember why we called, Forrest. Of course. Do you know why the Whistling Man might have targeted you? Ha! As far as I could tell. He was just... Estol, danke schön für dein Follow und herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Mach es dir bequem. So. Schön, dass du da bist, Dave. Wir hören uns das jetzt noch weiter an. Wir schnattern gleich. Knife-wielding psycho with superhuman cardio. He'd chase after anybody. Right. Well, we think he might be chasing specific people. People who know about the death of a boy named George. Oh, I don't know anything about that. Sorry. Du hast die Leiche Sandra, gefunden. we know you found George's body. We have the police report. I don't know what you mean. Das ist It's schon okay, Sandra. We know. You do? You know about? Yes. Of course. This studio is my life. After I found the body in the river, I couldn't lose my studio. Do you understand? Ja, das verstehen wir. Natürlich hat sie die Leiche nicht in der Talsperre gefunden, wie es im Bericht steht, sondern woanders im Fluss. Sure. I understand. When the rent just kept going up, he said he'd stop if I just needed to keep quiet. And everything would be okay. Of course. We understand. I mean, it's not like I
found him in the reservoir instead of the river. Right? Right? I'm sorry. I can't do this. Schade, And aber she's gone. zumindest... I don't think that could have gone any better. You truly did great, Forrest. Well, folks, if anyone out there has any thoughts on what's going on tonight, please call in. That's good timing. We've got a call waiting just this second. So, und damit ist gespeichert. Den Call nehmen wir beim nächsten Mal an. YouTube, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, was ihr vielleicht noch gemacht hättet. Und wenn ihr mal live mit dabei sein wollt, dann schaut doch gerne unten in die Videobeschreibung. Dort ist der Link zu meinem Twitch-Account. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.